Hey, das ist heute ein V8 Lounge Spezial und zwar habe ich heute ein ganz besonderes Auto zu präsentieren. Das ist eine 1990er C4 mit nur 7000 Meilen auf der Uhr. Das ist wirklich eine ganz geringe Laufleistung und das Auto hat nachweislich nur 7300 Meilen gelaufen. Und ich werde euch den Wagen heute mal im Detail vorführen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, das Interessante an der C4 ist eigentlich, dass die Zeit ihres Lebens hier mit diesem Hardtop bewegt wurde. Das Hardtop konnte man optional auch beim Neuwagen dazu bestellen und so ist das hier auch passiert. Und das Fahrzeug wurde die ganze Zeit damit bewegt, also das heißt, das Stoffverdeck war noch nie offen. Das kann man auch daran erkennen, dass da noch eine Schutzhülle drunter verbaut ist. Das heißt, wenn man hier sich das Stoffverdeck anschaut, dann sieht man hier drunter noch den Schutzstoff, der ab Werk beim Verdeck mit verbaut wurde. Und das lässt darauf schließen, dass diese Corvette, wie gesagt, noch nie dieses Hardtop ab hatte. Und wir werden das jetzt abnehmen und dann zeige ich euch zum ersten Mal das Stoffverdeck von diesem Auto. Das ist auf jeden Fall was Besonderes und ihr könnt dabei sein. Viel Spaß! Ja, um das Hardtop jetzt zum ersten Mal abzunehmen, muss ich hier diese 10 Schrauben mit der beigelegten Corvette-Ratsche lösen. Das ist auch dieselbe Ratsche, mit der man auch das Dach abnehmen kann bei den Coupés. Und hier wird auch vorne das Verdeck noch mit 2 Schrauben auch nochmal gesichert. Und die restlichen Schrauben sichern dann die B-Säule. Ich lege die jetzt mal zur Seite und wir werden das Verdeck jetzt das erste Mal abnehmen. So, am besten greift man das hinten und auch vorne. Und ich hoffe mal, dass man das auch auf der Kamera gut sehen kann. Aber man kann es mit 2 Personen auf jeden Fall ablegen und dann an einem sicheren Ort einfach hinstellen. Und dann steht das Verdeck auch mehr oder weniger von alleine und man hat eigentlich einen sicheren Stand. Man kann das Verdeck dann ja, in Ruhe noch an einen sicheren Ort legen. Hier ist noch so eine Abdeckung drauf, die ist noch zusätzlich hier so ähnlich wie eine Hutablage. Die kann man dann abnehmen und dann hat man hier den Verdeckkasten, der am Auto noch zusätzlich über elektrische Solenoids geöffnet wird. Da ist hier ein Knopf hier drunter und wenn man den hier öffnet, dann kommt hier dieses, wie ich eben schon erwähnt habe, originale Verdeck zum Vorschein. Und dieses Verdeck hat noch die originale Schutzhülle drumherum. Kann man hier sehen. Das zeigt eben auch, dass dieses Verdeck noch nie benutzt worden ist. Und ich werde die jetzt in Ruhe abmachen. Die ist hier noch mit so Klebestreifen gesichert. Die ist angeklebt. Aber der Kleber hält auch schon nicht mehr allzu gut. Kein Wunder nach 30 Jahren. Ich werde das jetzt langsam entfernen und dann könnt ihr mal sehen, wie ein originales Verdeck von 1990 noch aussieht und auch im Detail hier die Nähte. Also es ist schon verwunderlich, in welch gutem Zustand das alles noch ist, obwohl das eben wie gesagt über 30 Jahre alt ist und auch die Plexiglasscheibe hier hinten, die ist auch noch super, nicht milchig oder sonst was. Ich will das jetzt auch nicht zu sehr aufmachen, vielleicht mache ich es gleich mal ab, das muss ich noch entscheiden, aber ich werde das auf jeden Fall nachher wieder so drauf machen, wie es jetzt original auch drauf gewesen ist, weil das eben diesen Wert des Fahrzeugs auch nochmal unterstreicht. Und das ist wirklich einmalig, das habe ich noch nie bei einem Cabrio oder so sonst so gesehen. Ne? So, ich habe jetzt den Verdeckkasten wieder zugemacht bei dem Auto und ich werde euch den Wagen jetzt mal von außen ein bisschen zeigen. Ihr seht hier, ja, das ist eine 1990er Corvette mit dem typischen Interieur hier auch. Hier hat die schwarzen Ledersitze drin.
Das Lenkrad und auch die Sitze, die sind noch in tadellosem Zustand. Hier entsprechend der 7000 Meilen ist das natürlich auch nicht verwunderlich. Aber man muss halt auch hervorheben, dass das Auto wirklich auch sehr gepflegt wurde. Also nicht nur, dass das wenig gelaufen hat, das ist auch sehr gepflegt. Besonders hervorzuheben ist, dass es ein 6-Gang-Schalter ist. Das ist halt auch häufig bei den 90er Corvetten, dass das Automaten sind. Und man muss eben auch wissen, dass die Fahrzeuge halt ansonsten mit der Automatik genauso begehrt sind wie die Schalter, aber man muss manchmal auch sagen, es gibt halt einfach weniger Schalter und dementsprechend ist das eben auch ein Alleinstellungsmerkmal und deswegen gebe ich das hier besonders hervor. Muss natürlich jeder individuell selber entscheiden, ob er lieber eine Automatik fährt mit der 4-Gang-Automatik oder eben mit dem 6-Gang-Schalter. Ja, die elektrischen Sitze, die gibt es bei all diesen 90er Modellen. Genauso wie die elektrischen Spiegel hier und auch die elektrischen Fenster. Der Wagen ist außerdem umfangreich ausgestattet mit zum Beispiel einer Höhenverstellung in der Lenksäule. Der hat ein Tempomat hier verbaut und natürlich, wie bei jeder Corvette, die elektrisch ausklappbaren Scheinwerfer, die man da vorne sieht, die auch problemlos aus- und auch wieder einklappen, ohne dass die irgendwo haken oder dass der Motor schon ein Stück weit hakt. Das haben oft die Kunststoffzahnräder dann bei erhöhter Laufleistung, dass sie dann eben nicht mehr so einwandfrei auf und zu gehen. Hier funktioniert alles einwandfrei und dementsprechend ist das, wie gesagt, ein Auto, was ich jedem Sammler nur ans Herz legen kann. Sowas findet man normalerweise nicht nochmal. Und deswegen finde ich auch mal kurz hier die Haube und zeige euch hier den ganz originalen Motorraum, der auch noch toll in Schuss ist und auch noch nicht Verfärbungen oder so aufweist. Das ist einfach der niedrigen Laufleistung geschuldet. Da kann man eben noch mit wenig Verschleiß und eben auch Verfärbungen an den Motorteilen rechnen. Und das sieht alles noch sehr neuwertig aus. Auch die Gummis und so weiter sehen noch gut aus, weil die noch wenig UV-Licht gesehen haben und das Fahrzeug normalerweise immer in der Garage abgestellt war unter einer Plane und dementsprechend halt auch noch nicht die Alterungserscheinungen haben. Ja, zu dem Auto gibt es auch noch einige zusätzliche Unterlagen dazu, die es damals bei dem Neufahrzeug dazugegeben hat. Und zwar gibt es da verschiedene Dokumente, unter anderem einmal vom Dealer, der das Fahrzeug ausgeliefert hat, als auch alle Tankbelege zu dem Auto. Es gibt hier die eben schon erwähnte Original Corvette Ratsche, um das Hardtop zu lösen und auch vorne die Schrauben an der A-Säule zu lösen. Es gibt die Original Kassetten für das Soundsystem. Es gibt weitere Dokumentation hier, die es damals zur Corvette dazu gab. Prospekte, die noch alle neuwertig sind. Und natürlich auch das Carfax, wo festgehalten ist, einmal die Servicearbeiten, als auch wenn irgendwelche Unfallschäden oder so weiter bekannt wären, wäre das im Carfax drin enthalten. Das ist hier bei der Corvette nicht der Fall. Das Fahrzeug ist wie gesagt unfallfrei. Mit der ganz niedrigen Laufleistung braucht man sich keine Gedanken machen. Und ja, ich nehme euch mal mit rein und wir starten das Auto jetzt mal. Und dann habt ihr auch mal einen Eindruck, wie das Auto so klingt. Und dafür muss man hier bei dem Schalter die Kupplung treten und ja, die Zündung hier aktivieren. Und dann werde ich mal den Anlasser betätigen. Der Motor springt auch super an. Ich gehe mal gerade hinter das Auto. Hört ihr auch mal den Klang? Ich öffne auch mal die Haube.
sieht man auch noch mal die Scheinwerfer, wenn ich die öffne. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal oder gebt mir ein Like. Bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao.